No. Good girl, good girl. Knuddeln gehört zum Programm. Tiertrainer Thomas Lacey bei seinen 3 Löwen vor der Nachmittagsvorstellung im Circus Royal. Das Tiergehege ist größer, als der Mindeststandard im Schweizer Tierschutzgesetz vorschreibt. Die Löwen haben Kratzbäume, Stroh und genügend Platz. I work on a trust relationship with my animals. If you dominate an animal, then you're putting yourself in danger. If you work with trust, it's a lot better, and you can bring a lot more out of the animals. Thomas Laceys Familie hat 23 Generationen Löwen aufgezogen. 60 Löwen und einige Tiger sind momentan in ihrem Besitz. Die Tiere reisen mit Zirkussen oder leben im familieneigenen Tierpark. What a lot of people say is that there should be in Africa in a wild, but in our days there is no wild anymore. The lion numbers are going down every year, and there's many people that are doing breeding programs, but it's not working because every year it's getting less and less and less. Dennoch, die Zirkushaltung vergleicht der Tierschutz mit einer Strafe für Raubkatzen. Lebenslang für Euro-Unterhaltung, titelt die aktuelle Kampagne. Wollen Sie Wildtier-, Raubtiernummern generell verbieten in der Schweiz im Zirkus? Ja, wir wollen, dass die Wildtiere nicht mehr im Zirkus mitgeführt werden, weil wir der Meinung sind, dass das Wohlergehen und die Würde stark eingeschränkt ist. Ein Pudel im Tütü in einer Manege ist kein Problem. Doch ist unter Umständen auch ein Problem. Auch das kann eine Würdeverletzung sein, die eben unter Umständen nicht gerechtfertigt ist, wenn es nur um einen Unterhaltungswert geht. Rückblende. In den 60er Jahren war erlaubt, was dem Publikum gefällt. Wie es den Tieren dabei geht, danach hat kaum jemand gefragt. Wir sind Zirkusvolk, mein Kleiner. Wenn ich in die Nähe komme, wird reagiert. Präsentieren heißt fauchen für dich. Cäsar, am Platz! Am Platz! Am Platz! Cäsar! Am Platz! Das Spiel mit der Gefahr gehört genauso in die Manege wie Clownromantik des dummen August. Da irrt der Sprecher. Heute sind Raubtiernummern eine Seltenheit geworden. Geblieben ist die Zirkusatmosphäre, die Manege, Musik, Licht. Eine Inszenierung von Mensch und Tieren als Show-Act. Im Publikum bei dieser Raubtiernummer saßen während einer Vorstellung auch die Tierschützer. Sie waren in dieser Vorstellung im Circus Royal, haben sich die Nummer von Thomas Lacey und seinen 3 Löwen angeschaut. Was haben Sie gesehen? Also wir haben gesehen, es handelt sich das mal um sehr junge Tiere ohne Manegenerfahrung und die haben also hohen Stresspegel gehabt. Das hat man ganz offensichtlich gesehen. Sie haben Angst gehabt, als sie in die Manegen hineingekommen sind, wo sie alle die Leute gesehen haben. Zusätzlich haben wir gesehen, dass es Verhaltensstörungen gibt im Käfig. Dort sind sie hin und her gelaufen. Das ist ein Zeichen für ein Defizit, für ein Unwohlsein. Kaum ein Tier verkörpert die Würde besser als der Löwe. Auch diese Tiere leben in Gefangenschaft im Zoo Zürich. Der Unterschied: Sie ziehen nicht im Tourneewagen herum, üben keine Kunststücke ein, müssen nicht in die Manege, haben also weniger Stress. Der Zoodirektor relativiert. Ein gewisser Stress ist natürlich, gehört dazu. Das hält uns auch fit, auch uns Menschen fit. Aber es darf nicht übermäßig sein. Und das gilt es zu beurteilen, auch für das individuelle Tier. Rübels Löwen haben ein ganz anderes Problem, die Langeweile. Der Zoo muss viel unternehmen, damit sich die Tiere überhaupt bewegen. Auch im Zoo sind Raubtiere, Wildtiere in Gefangenschaft und Menschen kommen, um sie anzuschauen, sich unterhalten dabei. Verletzt das dann die Würde auch von diesen Tieren? Unter Umständen ja, aber es geht hier vor allem darum, wie die Tiere präsentiert werden. Sie werden dort viel mehr, heutzutage zumindest, in einer natürlicheren Umgebung gezeigt. Und es wird ein bisschen versucht zu vermitteln, was das für Tiere sind, wie die leben, was der Hintergrund ist. Das ist im Zirkus natürlich überhaupt nicht der Fall. Dennoch hält es der Zoodirektor für falsch, Wildtiere in Zirkussen zu verbieten. Ich bin gegen schwarze Listen. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass man individuell beurteilt, ob es diesen Tieren gut geht. Ich glaube, heute gibt es wirklich Haltungen auch im Zirkus, die sehr gut sind, die auch ich vertreten kann. Thomas Laceys Löwennummer hat Alex Rübel nicht gesehen.
Diese Dressur schaut sich im Auftrag des Bundes nun eine unabhängige Gutachterin an. Der Bund will im Sommer entscheiden, ob an den jetzigen Tierschutzbestimmungen etwas geändert werden soll.